Ich nehme euch heute mit auf eine Fahrt mit dem Kulturzug von Berlin nach Polen, ganz genau gesagt nach Breslau. Und gleich geht's los. Ich mache mich jetzt auf den Weg nach Berlin. Ich bin Steffi, das Zugfräulein, und bei mir dreht sich alles rund um das Thema Zugreisen in Europa. Zuerst geht es für mich mit dem Zug zum Berliner Hauptbahnhof und von dort nochmal ca. 20 Minuten mit der S-Bahn zum Bahnhof Berlin-Lichtenberg, denn dort startet der Kulturzug. Und da steht ja auch schon dran, 14:43 Uhr geht's los in Berlin-Lichtenberg. Und schauen wir noch einmal kurz etwas genauer auf die Strecke. Nach Berlin-Lichtenberg hält der Zug noch in Berlin-Ostkreuz und fährt dann weiter nach Cottbus und nach Weißwasser. Und der nächste Stopp liegt dann allerdings schon in Polen. Die Haltepunkte in Polen sind allerdings nur zum Ausstieg gedacht. Dort kann niemand mehr in den Kulturzug mit einsteigen. Und nach 4,5 Stunden erreicht der Zug dann sein Endziel, und zwar Breslau. Der Kulturzug, der fährt immer so von April bis Ende des Jahres. Und es wird eigentlich immer wieder so aufs Neue jedes Jahr festgelegt, ob der überhaupt fährt, weil es halt sich ja um einen Sonderzug handelt. Und er fährt dann auch immer nur am Wochenende. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel am Freitag mit dem Kulturzug von Berlin nach Breslau fahren und am Samstag gibt es auch nochmal eine Verbindung. Und ihr könnt dann aber natürlich auch wieder am Wochenende mit dem Zug von Breslau nach Berlin zurückfahren. Ja, hier seht ihr einmal die Abfahrtzeit Richtung Wrocław, also nach Breslau. Und zwar immer am Freitag und am Samstag. Am Freitag startet er 14:43 Uhr, am Samstag 8:42 Uhr. Und die Rückfahrten von Breslau nach Berlin sind dann am Freitag und natürlich auch am Sonntag. Das heißt, eignet sich auch super gut für einen schönen Städtetrip am Wochenende. Ja, und hier auf dem Bahnsteig wird schon so langsam alles vorbereitet. Wieso heißt der eigentlich Kulturzug? Ja, weil in diesem Zug ist ein Wagen, in dem wird sozusagen ein kulturelles Programm veranstaltet, um schon mal ein bisschen auf die polnische Kultur einzustimmen. 10 Minuten vor der Abfahrt und der Kulturzug kommt in den Bahnhof eingetrudelt und er besteht aus 2 Wagen, die nicht miteinander verbunden sind. Und wenn du einsteigst, ja, dann sieht es eigentlich aus wie in einer ganz normalen Regionalbahn. Besonders spannend auch sind die einzelnen, bedeutenden Persönlichkeiten, die ja an den Sitzplätzen mit angebracht sind, an den Rückenlehnen, wo man dann auch nochmal interessante Informationen zu diesen Persönlichkeiten erhält. Findest du im Wagen 1 an einem Sitzplatz solch einen roten Sticker, dann wurde dieser Sitzplatz tatsächlich reserviert. Dort kannst du dich dann nicht hinsetzen. Für Gepäck ist genug Platz vorhanden. Über den Sitzen passen auch größere Koffer als auch größere Rucksäcke rein. Und natürlich gibt es auch ein WC bzw. sanitäre Anlagen mit an Bord. Ja, und pünktlich auf die Minute geht es los in Berlin-Lichtenberg Richtung Breslau. 4,5 Stunden dauert die Fahrt und schon, wenn man den Zug betritt, stolpert man über diese kleine Bibliothek hier mit vielen interessanten Büchern zu Polen, Breslau oder auch Berlin. Und die diesjährige Saison des Kulturzugs steht unter dem Motto Geschichten im Gepäck. Das heißt, an den Wänden im Zug befinden sich auch Aufkleber in 2 Sprachen, wo alles draufsteht, was zum Thema Gespräch führen auch irgendwie mit dazugehört. Kurz nach der Abfahrt gibt es dann auch schon einmal ein Quiz, an dem man teilnehmen kann, das übrigens gar nicht so einfach war. Und am Ende werden auch noch ein paar Gewinner gelost aus diesem Quiz. Und ihr bekommt auch einen kleinen Sprachkurszettel mit an die Hand, damit ihr nicht so ganz unwissend und ohne die richtigen Vokabeln nach Polen reist. Wir liegen sehr gut in der Zeit, als wir in Cottbus ankommen, und kurz darauf werden dann auch im Kulturzug Kopfhörer verteilt und darüber kannst du dir dann ein zum Thema relevantes Hörspiel anhören. Und danach findet eine kleine Diskussionsrunde statt. Wer mag, es ist natürlich total freiwillig, kann dann daran teilnehmen. Wir sind jetzt in Polen und noch ca. 2 Stunden Fahrt liegen vor uns. Und ganz wichtig für dich zu wissen, wenn du das Kulturprogramm in diesem Zug genießen möchtest, dann solltest du dir unbedingt einen Sitzplatz in Wagen 1 reservieren, denn nur dort findet auch tatsächlich das Kulturprogramm statt. In Wagen 2 würdest du sozusagen einfach nur ganz normal mitreisen, ohne das Kulturprogramm. Und hier zwischendurch jetzt schon noch mal einmal die wichtigsten
Faktencode zum Überblick zum Kulturzug. Also er fährt 4,5 Stunden, startet in Berlin-Lichtenberg. Das Ziel ist Wrocław, also Breslau in Polen. Das Kulturprogramm ist zweisprachig. Der Zug fährt meistens ab dem Frühjahr bis Ende des Jahres und das Kulturprogramm findet nur im Wagen 1 statt. Was für eine tolle Idee, denn die Gäste, die am Sonntag bereits von Breslau zurückgefahren sind nach Berlin, haben ihre Highlights aus der Stadt in einem kleinen Brief zusammengefasst. Ja, und einen dieser Briefe halte ich jetzt in der Hand, die werden nämlich dann dort verteilt. Und ich kann mir einfach mal durchlesen, was denn dieser Person besonders gut in Breslau gefallen hat. Und vielleicht ist ja auch noch die ein oder andere tolle Idee dabei. Nächste Station Wrocław. Wir nähern uns also Breslau und so langsam kann man die Stadt auch schon ein wenig erahnen. Und hier jetzt nochmal ein paar wichtige Hinweise von mir für die Buchung deiner Tickets. Zwischen Berlin und Cottbus wird das Deutschland-Ticket anerkannt, allerdings müsstest du dann im Wagen 2 mitfahren. Pro Gesamtstrecke kostet ein Ticket 24,90 €. Kinder bis 5 Jahren werden unentgeltlich befördert. Ein Ticket für Kinder bis einschließlich 14 Jahre kostet 12,40 € und eine Sitzplatzreservierung kostet noch einmal 4,90 €. Wenn es dir wirklich wichtig ist, im Wagen 1 zu sitzen und am Kulturprogramm teilzunehmen, dann buche dir oder reserviere dir auf jeden Fall einen Sitzplatz, denn es kann doch wirklich voll werden und es wäre schade, wenn im Wagen 1 dann schon alle Sitzplätze reserviert sind und du im Wagen 2 sitzen müsstest, wo halt eben kein Kulturprogramm stattfindet. Etwas ungünstig geregelt ist, dass du zwar das Ticket an sich online buchen kannst, zum Beispiel bei der Deutschen Bahn, leider jedoch nicht die Sitzplatzreservierung. Die musst du nochmal separat buchen, also zum Beispiel in einem Reisezentrum der Deutschen Bahn oder auch telefonisch und sage dann auf jeden Fall am besten mit dazu, dass du im Wagen 1 deinen Sitzplatz reservieren möchtest für das Kulturprogramm. Pünktlich rollen wir ein in den Breslauer Hauptbahnhof. Und für dich noch wichtig zu wissen, du kannst nämlich mit deinem Kulturzugticket den öffentlichen Nahverkehr in Breslau kostenlos nutzen. Zumindest an dem Tag, an dem du angereist bist, in jedem Fall, also Freitag oder Samstag. Und falls du wieder mit dem Kulturzug zurückfährst nach Berlin, dann gilt das Ticket sozusagen für die gesamte Zeit für den öffentlichen Nahverkehr. Das hier ist übrigens der Breslauer Hauptbahnhof, super schön, wie ich finde. So, geschafft. Ich bin angekommen in Breslau. Es hat alles am Ende super geklappt und ja, wir sind mega pünktlich, bestimmt ein paar Minuten zu früh in Breslau angekommen am Hauptbahnhof. Und ich kann eine Fahrt mit dem Kulturzug auf jeden Fall sehr empfehlen. Es fühlt sich sehr kurzweilig an, weil man halt irgendwie auch zwischendurch immer mal wieder was zu tun hat. Es ist aber auch nicht zu viel, also man wird nicht irgendwie die ganze Zeit zugedröhnt. Also lohnt sich sehr. Und ja, wenn ihr Lust habt, dann unternehmt doch auch mal eine kleine Fahrt mit dem Kulturzug von Deutschland nach Polen. Und wenn du wissen möchtest, welche Highlights Breslau so zu bieten hat, dann solltest du auf jeden Fall auch im kommenden Video vorbeischauen, denn da wird es genau darum gehen, um die schönsten Highlights in Breslau.